Moin, wenn du wissen willst, wie du deinen Garten und deine Pflanzen im Sommer vor Austrocknung schützen kannst, dann bist du hier richtig. Bleib dran, nach dem Intro geben wir dir Tipps, wie du Wasser sparen und deine Pflanzen schützen kannst. In den letzten Tagen war es nach kurzer Abkühlung wieder richtig heiß und das bedeutet auch, dass der Boden im Kleingarten immer schneller austrocknet. Dazu hat uns Recap, der MDR, angefragt und wir haben einen kleinen Einspieler für das Format vorbereitet. Das könnt ihr übrigens in einem Video sehen, was wir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Haben uns aber auch gedacht, es braucht ein bisschen mehr als einen kleinen Einspieler und haben deshalb ein kleines, kurzes Video für euch zusammengefasst, wo wir unsere wichtigsten Tipps zum Wassereinsparen im Garten mitgeben. Ja, Regen ist wichtig und wenn der dann kommt, kommt er mittlerweile auch wirklich immer in Massen. Und um da was sammeln zu können und einsparen zu können, haben wir uns so einen großen Wassertank hier hingestellt. Ich glaube, da passen über 1000 Liter rein. Gibt es auch als Zisterne unter der Erde. Das ist eine große Empfehlung. Damit könnt ihr auf jeden Fall Leitungswasser und somit auch kostbares Trinkwasser einsparen. Ja, das Wasser, was wir hier von unserer Laube, also vom Dach aufsammeln, ist ja schön und gut. Wenn es allerdings wochenlang nicht regnet, nützt uns das auch nichts. Dann müssen wir Leitungswasser nehmen, beziehungsweise vor allem mit dem vorhandenen Wasser sehr gut haushalten. Und da haben wir in den letzten Wochen was ganz Neues gewagt. Also das ist natürlich nicht neu erfunden von uns, aber wir haben das vorher nur teilweise gemacht und jetzt machen wir es aber komplett bei uns im Garten. Wir mulchen unsere Beete jetzt. Das heißt also angefangen beim Kürbisbeet. Hier geht es bei dem Tomatillo, Erbsen-Bohnenbeet, Mangold, Kohl. Im Gewächshaus soll es noch kommen. Da mussten aber noch kleinere Kulturen wie zum Beispiel der Basilikum erstmal, die neu ausgesät worden sind, die mussten erstmal durchkommen. Aber auch dann wird das abgemulcht mit einem leichten Mulchmaterial. Ja. Was wir in den Beeten machen, ist, dass wir Holzhäcksel verwenden. Und die sind relativ grob teilweise. Die haben wir vom Kompostplatz. Also da sind auch solche großen, groben Stücke dabei, aber auch so kleine. Und das haben wir vom Kompostplatz, wie gesagt, geholt. Das kostet so gut wie nichts. Der Transport ist immer das Schwierigste daran. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das unter dem Mulchmaterial aussieht. Also hier wurde das letzte Mal gestern Abend gegossen. Ja, und wir haben heute wieder 30 Grad. Und dementsprechend würde jetzt so ein Boden, der hier frei und nackt liegt, völlig ausgetrocknet schon wieder an der Oberfläche sein. Aber hier sieht das jetzt mal so aus. Ich zeige euch das mal. Ich mache mal ein bisschen Platz. Man sieht sogar schon, die unterste Schicht vom Mulch ist sogar schon feucht. Und die Erde ist ganz einfach schön feucht. Das ist super gut und genau so soll es auch sein. Dadurch, dass das Mulchmaterial drauf liegt, kommt nicht so viel Wind ran, nicht so viel Sonne ran zum Erwärmen und es verdunstet viel, viel weniger Feuchtigkeit, als wäre das hier nicht abgemulcht. Das ist auf jeden Fall mit einer meiner größten Empfehlungen. Ihr wisst ja, ich bin großer Fan von Mulchen. Mulcht eure Beete ab. Denkt daran, wenn ihr so einen Holzmulch verwendet, dass ihr auch immer mal wieder Stickstoff hinzugebt, denn für die Verrottung dieses Holzes wird dem Boden Stickstoff entzogen und eure Pflanzen wollen ja auch ein bisschen Stickstoff als Nahrung zu sich nehmen können. Also bei Holzhäckseln muss man darauf achten, dass man immer noch ein bisschen Stickstoff hinzugibt wieder. Wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das Thema Kleingarten ist unseres hier in Berlin-Pankow. Und wenn es auch euch interessiert, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr hier aus dem Schrebergarten. Ja, was auf jeden Fall wichtig zu beachten ist, versucht nicht so großflächig mit einem großen Sprenger oder so zu gießen, sondern ja, nehmt beispielsweise einfach mal die Gießkanne, wie ich hier, ja, und dann gießt direkt an der Pflanze, denn dann verschwendet ihr auch möglichst wenig an Wasser. Logisch ist, wenn ich jetzt hier einen Sprenger hinstellen würde, also wie wir es letztes Jahr auch übrigens gemacht haben, und der die kompletten 3 Beete besprengt, dann besprengt er zusätzlich den Rindenmulch, den Weg also und Bereiche, wo überhaupt gar keine Pflanzen sind. Und das wäre dann logischerweise Verschwendung, genauso wie all das, was in die Luft dort geblasen wird und direkt verdunstet. Also ich glaube, dass diese Sprenger
diese großflächigen mit die größten Wasserverschwender im eigenen Garten sind. Und da geht es ja nicht nur darum, Trinkwasser einzusparen wegen der Wasserknappheit, sondern auch hier, Leute, Kohle. Wasser kostet richtig Geld und gerade wenn wir viele Gemüsepflanzen haben, dann denke ich mal, ja, braucht man auch relativ viel Wasser, aber mit einer direkten Bewässerung deutlich weniger. Und da gibt es noch eine Alternative zu dem Gießen. Man kann natürlich auch eine Bewässerung automatisch machen, beziehungsweise hier mit solchen Tropfschläuchen. Und da wollen wir in diesem Jahr noch viel mehr machen. Also wir haben jetzt auch noch so Perlschläuche bestellt, wo es dann rausperlt. Hier geht es ziemlich genau an der Pflanze oder an den Pflanzen lang. Und wir haben das ja vor allem gemacht, weil wir den Wein bei uns immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, auch was die Wässerung angeht. Und da haben wir gedacht, da soll in diesem Jahr mal mehr passieren. Das ist eine Sache richtig super. Und wenn man diese automatische oder nicht automatische, sondern diese Tröpfchenbewässerung sogar noch verbindet mit einer Automatisierung, also sprich einem Bewässerungscomputer, ja, dann kann man das sogar möglichst früh in den Morgenstunden machen, meinetwegen 4, 5, 6 Uhr morgens, wo es auch noch nicht so warm ist, denn umso wärmer natürlich der Boden ist, oder ich sage jetzt mal in der Mittagshitze auch heißer der Boden ist, umso mehr wird von dem Wasser, was auf den Boden gegeben wird, egal über Sprenger oder auch so eine Tröpfchenanlage, verdunsten. Ja? Dementsprechend versucht möglichst früh oder wenn es nicht früh geht, möglichst spät, also wenn es wieder abgekühlt ist, euren Boden zu wässern, denn dann wird am wenigsten Wasser verdunstet. Und was macht ihr, um Wasser im Garten einzusparen? Mulcht ihr? Habt ihr eine Tröpfchenbewässerung oder macht ihr was ganz anderes? Wir freuen uns über eure Tipps und Kommentare unter dem Video. Übrigens ein zusätzlicher Effekt, wenn ihr darauf verzichtet, eine große Fläche mit einem Sprenger zum Beispiel zu bewässern, dann hat das auch den Vorteil, dass ihr es den Schnecken schwerer macht. Denn wer kennt es nicht? Man holt nachmittags oder abends den Sprenger raus, alles wird bewässert. Und wer kommt dann noch raus? Ja, die Schnecken. Weil ihr den Boden quasi schön feucht macht, das mögen sie viel lieber als so einen ausgetrockneten heißen Boden. Ja, also ihr habt auch deutlich weniger, als haben wir festgestellt in diesem Jahr, deutlich weniger Schnecken an unseren Gemüsepflanzen, wenn man direkt an der Pflanze und nicht großflächig wässert. Und es gibt noch einen Grund, warum du nicht in der größten Mittagshitze wässern solltest. Denn wenn du das Wasser aufgibst, auf die Blätter zum Beispiel der Pflanzen auch, ja, dann wirkt das Wasser in der hochstehenden Sonne ähnlich wie eine Lupe und es kann zu schweren Verbrennungen führen, was deine Pflanzen ja, ganz schnell, ich sage mal, ziemlich kaputt macht. Ja, häufig ist auch ein Problem die Speicherfähigkeit des Bodens. Ja? Also wenn du einen Boden hast, der total lehmhaltig ist, dann wirst du das bei einem schweren Regenfall auch haben, dass das ganze Wasser abfließt. Ja? Also musst du versuchen, deinen Boden zu verbessern und das machen wir zum Beispiel mit Kompost. Ja? Also da sind dann Stoffe drin, organische Stoffe drin, die einfach das Wasser einspeichern können. Man kann den Boden auch ein bisschen speicherfähiger machen, indem man Pflanzenkohle hinzugibt, ja? Oder Perlit beispielsweise. Es gibt da so ein paar Sachen, tonhaltige Stoffe, Mulchmaterialien, einfach die Wasser speichern können und das dann nach und nach abgeben. Also wenn es dann mal so richtig regnet, dass es nicht sofort alles abläuft, beziehungsweise ja, auch wieder verdunstet, sondern dass es gespeichert wird und länger für den Boden verfügbar sind. Ja, wir hoffen natürlich, dass diese kurzen Infos euch helfen konnten, so ein bisschen euch klar darüber zu werden, wie ihr Wasser im Garten einsparen könnt. Wenn ihr noch mehr Tipps oder Fragen dazu habt, dann schreibt die doch gerne in die Kommentare. Ihr wisst, unsere Videos leben auch von der Community, auch von eurem Feedback. Wir sind total offen, wenn ihr Ideen habt, wie man noch mehr Wasser einsparen kann, denn das ist ein ganz großes Thema derzeit im Sommer und beim Klimawandel sowieso und überhaupt. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns in alter Frische ganz normal am Montag wieder mit dem neuen Video. Bis dahin, wir wünschen euch alles Gute. Tschüssi.